Hallo Leute, wir sind hier im Schwarzwald in der Nähe von Furtwangen an der inoffiziellen Donauquelle. Warum inoffiziell, will ich euch später noch etwas drüber erzählen und euch auch, die liegt etwa 100 Meter hinter uns hier, die Donauquelle selbst vorstellen. Aber nun zum eigentlichen Thema. Ich möchte euch recht gerne etwas über den Reifenverschleiß, über die 320.000 Kilometer unserer A1200 AT heute berichten. Damit das Ganze etwas übersichtlicher wird und die unterschiedlichen Einsatzbedingungen der Reifen, größerer Anteil Kurven, größerer Anteil Geradeauslauf, je nachdem, ob wie in den letzten Monaten wir hier unheimlich viel durch die Ecken des Schwarzwalds geblasen sind oder ob wie die Jahre vorher größere Touren anstanden mit mehr Geradeausanteil, haben wir das Ganze entsprechend blockweise aufbereitet, in einer Tabelle dargestellt, die stelle ich euch später nochmal vor. Über die 320.000 Kilometer haben wir eigentlich 3 Typen Reifen gefahren. Ganz zu Beginn den Metzeler Roadtec Z6, anschließend daran den Metzeler Roadtec Z8 und aktuell ist drauf der Bridgestone Badlex 023. Den Bridgestone, den wir aktuell fahren, den haben wir zum ersten Mal montiert. Der benimmt sich wirklich wie alle anderen ebenso hervorragend in Bezug auf sein wirklich hohes Gripniveau. Es geht tatsächlich bis an die Schräglagenfreiheit der AT heran, ohne gefühlt gefährlich zu werden. Er fährt sich feinfühlig bis an die Grenze und zeigt frühzeitig seinen Grenzbereich an. Er gefällt mir sehr gut, weil insbesondere auch der Verschleiß am Vorderrad extrem besser ist als beim Z8 von Metzeler. Der Hinterreifen hat nun seine Verschleißgrenze erreicht, weil letztlich die hohen Kurvenanteile hier im Schwarzwald, bei uns beginnt eigentlich das Slalom direkt an der Haustür, den Verschleiß an der Flanke extrem letztlich begünstigt haben. Auf der Hauptlauffläche würde er sicher noch 2000 Kilometer reichen und den Hinterreifen möchte ich euch nun auch vorstellen. Man sieht hier deutlich, dass der Verschleiß, der Hauptverschleiß an der Reifenflanke entstanden ist. Das liegt hauptsächlich daran, weil wir die letzten Monate hier im Schwarzwald gewohnt haben und eigentlich direkt vor der Haustür bereits der Slalom beginnt. Hätten wir mehr Geradeausanteil gehabt, wäre die Laufleistung des Reifens aus meiner Sicht zumindest 2000 Kilometer höher. Er hat momentan aktuell knapp 4000 gehalten. Klar, jetzt Verschleißgrenze erreicht und die nächste Tour, die geht zu unserem Reifenhändler, um den Reifen zu tauschen. Gripniveau aller Reifen, sowohl der Metzeler als auch von dem Badlex hier, absolut Top-Niveau. Man sieht auch, der Reifen ist bis an die Flanke hinten abgefahren. Wir können auch einen Blick vorne drauf werfen. Der Reifen ist vorne in wirklich noch extrem gutem Zustand, abgefahren bis nahe an die Flanke hier. Und er durfte mindestens noch 2000 bis vielleicht sogar 3000 Kilometer halten. Hier die bereits angesprochene Reifentabelle. Spalte 1 zeigt die Reifentypen. Der am längsten gefahrene Metzeler Roadtec Z6 ist in 3 Einzelblöcke aufgeteilt, zwecks der besseren Übersichtlichkeit. Die zweite Spalte zeigt die zugehörigen Kilometerstände, dritte Spalte die Laufstrecke. Hier die Stückzahl vorne, Stückzahl hinten. Hier die entsprechend sich daraus ergebende Laufleistung vorne und Laufleistung hinten. Ich glaube, die Tabelle an sich spricht für sich selbst. Von meiner Seite 2 kurze Hinweise. Hinweis 1, die Laufstrecke von unserem Z6 Hinterreifen ist deutlich schlechter geworden und die Laufleistung vom Roadtec Z8 auf unserer AT ist im Vergleich zum Z6
sehr schlecht. Dies war auch Grund, dass wir vom Z8 auf den Bridgestone Battlex 023 gewechselt sind, der in Bezug auf sein Verschleißverhalten, in Bezug auf sein Gripniveau, was er bringt, absolut vergleichbar ist mit unserem früheren Z6. Ob sich dies über die Laufstrecke jetzt so bestätigen wird, halten wird, das müssen die nächsten Reifenvarianten, die wir aufziehen werden, noch bestätigen. So, dann schlage ich nun vor, dass wir zusammen uns noch die Donauquelle anschauen. Wir befinden uns hier oberhalb der Donauquelle. Hier geht der Weg hinunter von der Restauration oberhalb kommend. Wunderhübsch angelegt. Vor 30 Jahren war es ein einfacher Feldweg, aber die Zeit, die bringt dann doch die eine oder andere Annehmlichkeit für Leute, die zum Beispiel gehbehindert sind, die jetzt über den schönen Weg eigentlich doch auch recht einfach zur Donauquelle hinunterkommen. Dort vorne wartet sie schon auf uns. Schön mittlerweile auch eingefasst mit einer kleinen Skulptur. Das Ganze hat eigentlich den letztlich inoffiziellen Hintergrund darin, weil die Donau offiziell ja ihre Strecke beginnt in Donaueschingen, wo die Breg, die hier entspringt, hier ca. 30 Meter vor uns, dort zusammenfließt mit der Brigach. Die Breg ist länger und wasserreicher als die Brigach und dies ist auch der Hintergrund, warum die Bregquelle hier in der Gegend als die Donauquelle bezeichnet wird. An der Quelle selbst, dort unten rechts, entspringt die Breg, sprich aus unserer Sicht die Donau, befinden sich alte Messingplatten, die einiges zur Höhenlage, wir sind auf 1078 Meter hier, an Informationen bringen. Hinweisschilder am Weg links und rechts haben weitere zusätzliche Informationen parat für all diejenigen, die hier interessiert sind daran. So Leute, nun wisst ihr etwas mehr zum Thema Reifen auf der AT, Verschleiß der Reifen, unterschiedliches Verschleißverhalten, je nach Orientierung der Streckenwahl, kurvenreich oder mehr geradeausanteil, und habe noch etwas erfahren über unsere Donauquelle hier. Die Leute, die hier in der Region, wie wir jetzt wohnen, für die Leute ist die Bregquelle die Donauquelle. Vielen Dank fürs Zuhören und allzeit gute Fahrt in der restlichen Saison, und wir hoffen, dass die Grenzen Richtung Frankreich demnächst wieder aufmachen, damit wir unsere Touren in Richtung Vogesen ausdehnen können. Tschüss zusammen.